Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute schauen wir uns mal das Thema IoT-SIM an. Wir haben viele Nachrichten von euch bekommen, welche IoT-SIM-Card ist die richtige, wo kann ich die bestellen, etc. etc. Und wir wollen in diesem Video versuchen, mal auf die Fragen einzugehen, beziehungsweise ich zeige euch mal 4 Möglichkeiten, wie ihr an eine IoT-SIM-Karte kommen könnt. Ja, das Ganze ist für den Privatbereich nicht so einfach, muss ich auch dazu sagen. Viel richtet sich eher an den gewerblichen Bereich, aber ich habe da natürlich für euch was gefunden. Ja, worum geht es letztendlich? Also, wir haben zum Beispiel den Dimo AutoPi, haben vielleicht auch relativ viele von euch. Und oder den Dimo Pebble. Ja, Dimo Pebble sage ich schon, IoTeX Pebble. Das sind zwei IoT-Devices. Also Dimo kennt ja schon AutoPi, was ins Fahrzeug reinbaut, wo ihr halt jede Woche eure Rewards bekommt. Hier ist eine IoT-SIM-Karte verbaut. Die ist ein Jahr lang gültig. Das bedeutet, nach einem Jahr müsst ihr euch entweder eine Alternative suchen, was IoT-SIM angeht, und oder ihr nutzt das Angebot, was von Dimo dann kommt. Da haben wir aber auch leider keine aktuellen Informationen, wie sich das mal verhalten wird. Wenn es ihr wisst, lasst einfach mal einen Kommentar da oder irgendwas. Ja, genau das gleiche bei IoTeX, beim Pebble. Hier ist es so, der IoTeX Pebble wird ohne IoT-SIM-Karte geliefert. Das bedeutet, ihr müsst, wenn ihr zum Beispiel einsteigt, zum Beispiel bei EnviroBlock oder bei Fry, müsst ihr euch auf jeden Fall eine IoT-SIM-Karte besorgen. Ja, die erste Frage, die kam, ja, reicht es denn nicht, wenn ich irgendeine Vertragskarte reintue in die Geräte? Und es ist aktuell leider so, dass die Karten NB-IoT unterstützen müssen. Unterstützt eure normale SIM-Card, wo eure Datenvolumen drauf ist, unterstützt das nicht, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich nicht drumherum kommen, euch eine IoT-SIM zuzulegen, wenn ihr eins von den beiden Produkten verwendet. Ja, das erste Angebot, was wahrscheinlich die meisten von euch, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, schon gefunden haben. Und zwar ist das von Once. Und bei Once ist es so, die machen eigentlich auch das beste Angebot. Das bedeutet, ihr würdet hier für 10 Euro eine IoT-SIM-Karte bekommen, für 10 Jahre Nutzungsdauer mit 500 Megabyte Datenvolumen drauf. Das Ganze für 10 Euro. Da kommt noch Versand und Steuern drauf. Da seid ihr mit rund 17, 18 Euro ungefähr dabei. Ja, das wäre quasi ein relativ günstiger Einstieg, sage ich jetzt mal. Was heißt günstiger Einstieg? Ein relativ guter Einstieg. Aber wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, oder der eine oder andere, der schon versucht hat zu bestellen, Once richtet sich an Gewerbekunden. Das bedeutet, wenn ihr kein Gewerbe habt, also kein Kleingewerbe oder kein normales Gewerbe, ihr nicht selbstständig seid, dann könnt ihr euch auch keine Once-Karte bestellen. Das heißt, dann fällt das Angebot schon mal weg. Für alle, die jetzt zum Beispiel ein Gewerbe laufen haben, zum Beispiel aufs Mining, ein Kleingewerbe, was ja einige von euch auch haben sollten, wenn ihr zum Beispiel Dimo, Helium und noch irgendwas betreibt, dann habt ihr eine Gewinnabsicht, müsst ihr sowieso ein Gewerbe anmelden. Ja, dann ist es ja kein Problem für alle anderen, die jetzt nur halt eben so ein bisschen fun-technisch dabei sind, ich sag's mal so, und kein Gewerbe haben, fällt das Angebot schon mal weg. Von daher, ja, schade eigentlich. Ich fand, es ist ein relativ gutes Angebot, aber es trifft halt eben nicht für alle auf euch zu. Also ohne Gewerbe kriegt ihr da definitiv keine Karte. Und selbst wenn ihr versucht hier zu bestellen bei uns und ihr könnt angeben, halt eben ohne eure Steueridentifikationsnummer, ihr kriegt eine E-Mail, ihr werdet aufgefordert, euren Gewerbenachweis hinzuschicken. Ja, von daher versucht es erst gar nicht. Ja, ihr kriegt da definitiv keine IoT-SIM. Ja, von daher, ja. Als nächstes, ich habe gesagt, 4 Angebote haben wir gefunden. Und zwar die nächste Seite, wo es IoT-SIM-Karten gibt, das ist Things Mobile. Ich packe euch natürlich die Links mal in die Videobeschreibung unten rein, könnt ihr euch in Ruhe angucken. Das soll jetzt hier kein Verkaufsvideo oder irgendwas sein, sondern ich möchte euch nur die Möglichkeiten aufzeigen. Wir werden dafür auch nicht bezahlt, wir kriegen auch keine Provision. Ja, das heißt, wir wollen euch da auch nichts aufschwatzen. Jeder muss selber wissen, wo er was bestellt. Genau, und zwar bei Things Mobile gibt es den Bereich Privatkunden, also weil sie die meisten auf euch zutrifft. Und hier kriegt man halt dementsprechend eine IoT-Karte kostenlos. Das heißt, man kann die bestellen, man kriegt die quasi kostenlos, muss dann halt im Nachgang aufladen, weil Aktivierung kostet ungefähr 6 Euro oder kostet 6 Euro. Und dann geht es halt eben auch schon in die Tarife rein. Das heißt, bei dieser Karte ist kein Inklusivvolumen. Bei den meisten Karten ist kein Inklusivvolumen dabei. Und wir müssen jetzt auch mal gucken, was es letztendlich kostet. Und zwar ist es hier nochmal aufgelistet. Das heißt, hier der IoT-Tarif ist der günstigste von allen. Nee, stimmt nicht ganz. Das nächste Angebot ist günstiger. Ich sage es gleich. Tarif nach Verbrauch je Megabyte 12 Cent.
Viele sagen jetzt, oh, 12 Cent pro Megabyte, Mensch, ich zahle ja für meine Flat, für meine 5 Gig 6,99 im Monat. Ja, mag sein, ist aber mit dem halt eben auch nicht zu vergleichen. Die Geräte ziehen halt eben auch nicht ähm, so viel Datenvolumen, wie ihr normalerweise am Handy benötigt, ja. Das heißt, im IoT-Bereich sind es ein paar Megabyte im Monat, was letztendlich zusammenkommt und nicht Gigabyte, weil es werden halt eben kleine Datenpakete versendet. Ihr kennt es wahrscheinlich aus dem Helium-Bereich, 32 Kilobyte Daten und so weiter. Ja, von daher lasst euch da nicht abschrecken davon. So viel Megabyte kommen im Monat nicht zusammen. Also das ist wirklich eigentlich nicht viel an Kosten, was da kommt. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir mal das Ganze bei uns in Betrieb genommen haben, das Ganze mal gucken, was so ein Gerät im Monat durchzieht, zum Beispiel der Pebble oder Dimo. Und dann werden wir euch halt eben das Ganze nochmal zeigen. Ja, nicht, dass ihr halt eben da irgendwo mehr zahlen müsst, obwohl es nicht notwendig ist. Ja, Angebotsdetail, ihr müsst auch nochmal gucken. Hier seht ihr nochmal monatlich eine Mindestgebühr von 5 Megabyte. Zone 1 und 2, das ist nochmal unten erklärt. 5 Megabyte, das heißt, ihr seid da mit 60 Cent im Monat dabei. Ungefähr, da fallen nochmal 30 Cent Nutzungskosten mit dazu. Das heißt, da sind wir jetzt aktuell 5 Megabyte auf Monat gesehen bei 1 Euro. Also das ist kostentechnisch wirklich nicht viel. Ja, wie gesagt, Link packe ich euch in die Beschreibung rein. Die Seite heißt thingsmobile.com. Guckt es euch einfach mal an, entscheidet selbst, wo ihr was kaufen wollt. Ja, als nächstes Holo bzw. hologramm.io. Das ist auch eine IoT-SIM-Karte. Seht ihr hier, kostet aktuell 4,95. Auch den Link packe ich euch mal in die Beschreibung unten rein. Hier ist es auch so, dass ihr nur für die SIM-Karte erstmal bezahlt. Das heißt, hier ist noch kein Tarif bzw. auch kein Inklusivvolumen dabei. Das heißt, da muss man auch wie zum Beispiel bei Things Mobile nachbuchen, nachkaufen. Im Grundprinzip ist es auch so Prepaid meistens. Das heißt, ihr könnt mit PayPal ein paar Euro Guthaben aufladen. Es wird dann jeden Monat verbucht. So ist es zumindest bei den meisten Anbietern. Ja, bei Holo ist es halt eben so, dass es auch hier Datenpakete gibt. Und zwar sieht das halt eben so aus, wenn wir zum Beispiel im europäischen Bereich sind. Ihr seht hier, die Startkosten sind mit 8 Cent pro Megabyte. Das heißt, da kann es, also ist hier mit den 12 Cent pro, also Euro Cent, nicht die günstigsten, sondern Holo bietet halt eben 8 Cent pro Megabyte. Hier kommen auch noch ein paar andere Aktivierungsgebühren bzw. Haltekosten dazu. Aber es hält sich alles im Rahmen. Ja, müsst ihr euch halt eben angucken. Ja, es gibt hier auch noch mal Datenpakete. Ihr seht zum Beispiel hier größere Datenpakete, kriegt halt eben nur für USA, Kanada und beide Länder. Das heißt, wird uns nicht tangieren, wird es aber auch geben. Ja, und hier seid ihr halt dementsprechend mit 8 Cent dabei. Was ich euch noch zeigen wollte bei Things Mobile, es gibt hier auch noch mal, muss mal gucken, normalerweise haben die auch noch mal extra Flat-Gebühren, hatte ich mal irgendwo gesehen. Netzabdeckung, müssen wir mal gucken. Tarife, Tarif nach Verbrauch, Grundgebühr, individuelle Datenpakete von 10 bis genau. Ihr seht auch nochmal, das heißt, ihr könnt zum Beispiel hier auch nochmal buchen. Zum Beispiel 25 Megabyte auf 30 Tage. Ich denke mal, das ist das, was auch reichen sollte. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber mit 2,50 € im Monat für die IoT-SIM, das ist, kriegt ihr mit diesen Geräten definitiv raus. Also auf jeden Fall mit eurem Dimo Autobuy. Ja, von daher sind halt eben so die Gebühren. Genau, das gleiche hatte ich euch gerade erzählt bei Hologram, beziehungsweise bei den Holo-IoT-Karten. Und ja, finde ich auch nicht schlecht, sage ich jetzt mal, aber jeder muss selber entscheiden, was man sich letztendlich kauft. Ja, für alle, die im Pebble-Bereich schon unterwegs sind, beziehungsweise IoTeX Pebble, es gibt hier sogar eine eigene Geschichte, was jetzt die IoT-SIM-Karten angeht. Also hier wird nochmal hingewiesen, holt eure Karte bei Once. Ja, haben wir gerade festgestellt, für alle, die nicht gewerbetreibend sind, können es natürlich auch nicht tun. Und zwar habt ihr die Möglichkeit auf autobahn.earth auf der Webseite, habt ihr die Möglichkeit, euch diese IoT-SIM auch noch zu bestellen. Das heißt, ihr verbindet euch hier mit eurem Metamask-Account, switcht ins IoTeX Network, müsst 12 US-Dollar an IoTeX aufladen und könnt über diese Plattform autobahn.earth euch eure SIM-Karte bestellen. Ich habe aber leider keine weiteren Informationen, was halt eben hier noch an Folgekosten anfällt.
Das ist aber quasi die Onboard-Lösung, die IoTeX anbietet. Das heißt, alle, die, wie gesagt, mit Pebble-mäßig unterwegs sind, natürlich kann die SIM-Karte auch in anderen Geräten, wie zum Beispiel in DINMO, AutoPi, verwendet werden. Ja, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen die ganze Geschichte. Also wie gesagt, betroffen sind DINMO, AutoPi und auf jeden Fall betroffen ist auch noch der IoTeX Pebble. Ja, und Wons hatte ich ja euch gezeigt, ist halt eben leider nur für Gewerbetreibende, also da wird der eine oder andere von euch nicht rankommen. Was wir nicht schlecht finden, ist zum Beispiel auch Things Mobile. Könnt ihr halt eben mal schauen, ob das eventuell was für euch ist. Möglichkeit Nummer 2 ist das, oder Nummer 3, genau. Hologram, wo ihr euch eure Karte bestellen könnt. Und halt eben Möglichkeit Nummer 3, warte, ich muss aber ganz kurz gucken. 1, 2, 3. Ne, Möglichkeit Nummer 4 ist halt eben Autobahn.org, wo ihr, wenn ihr schon im IoTeX-Umfeld unterwegs seid, ihr euch ganz einfach eure SIM-Karte bestellen könnt. Und das geht auch relativ einfach. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.